Ha, 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 ha. Ich bin auch so schlau. Warte. So, nochmal von vorne. So, you know when a situation gets to a point where it's so catastrophic, people start saying the phrase, Ich vergesse es jedes Mal, dass ich das ausgeblendet habe. I hope this gets taught at universities so that it never happens again? Well, this is exactly what's been happening. Ja, genau, das ist ja dieses PR-Desaster, ne? Dass man die für 15 Minuten auf einen anderen Account gemacht haben und dann dieses Entschuldigung, ne? Dann auf ihren Hauptaccount gemacht hatten, ne? Ich weiß es nicht. Also, uiuiui. Deswegen, ist es nett, eine Agentur zu haben, sage ich auch nicht nein, ne? Aber es ist die AP, was die dann haben, gehören deren, ne? Nicht dir selber. Und dann lieber als Indie irgendwie was machen und dann so einen privaten Manager haben, so, ne? In the NijiSanjiEN Selen Tatsuki situation, or better yet, incident. Because when I say that this is catastrophic, Oh, einmal Centrea und Mel. Oh. I don't mean to say it just in regards to VTubing. No, I say this in regard to the entire internet. Because this is one of the biggest cases of corporate mismanagement I've ever seen in my life. We're talking about a management team that didn't do anything about internal bullying and Ja, ich verstehe es auch nicht, warum die nicht wegen Harassment und Bullying dagegen getan wird. Ich meine, ist klar, dass man nicht mit jedem versteht, mit Mitarbeitern. Ich verstehe auch mit meinen Mitarbeitern nicht mit allen zusammen. Ich denke mir so, Alter, komm, was soll das, ne? Zum Beispiel wie gestern Abend. Ich dachte mir, Alter, also wenn das so weitergegangen wäre, wäre ich einfach nach Hause gegangen. Wenn das so, oh Gott, das war so schlimm gestern Abend. Oh. Nein, das ist, ich weiß nicht, dass man halt eingesprochen hat, aber dass man dann halt nicht darauf eingeht. Ich weiß es nicht. Also ich halte das echt nicht so schön. Warte mal, ich muss mal kurz was machen. Nein, das ist nicht das. Ich kann das irgendwie kleiner machen, dass ich mich dann ein bisschen sehen kann. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass es nicht so wirklich tracken tut, dass ich dann vielleicht ein bisschen was sehen kann. Warum? Weshalb? Weil ganz oft zeigt mir das einfach nur das Tracking mir das Auge nicht macht. Egal, weiter geht's. harassment and let someone almost die because of their negligence. I purposefully waited until we got somewhat of a satisfying conclusion. Das ist auch lustig. Die haben ja jetzt neuerdings nach dem Vorfall sind die ganz großen Sponsoren abgesprungen, ne? Also wirklich abgesprungen. Und so zum Beispiel wie Hyde und welche anderen nicht Talent, was suche ich denn? Sponsoren halt, so genau, die so eine Kooperation machen wollten. Und dann sind die abgesprungen nach dem Vorfall hier. Und die haben nach ein paar Tagen, wie soll man sagen, die sind 3,5 Billionen Dollar wert Unternehmen, ne? Also schon große Dinger, große Firmen. Aber nach ein paar Tagen schon knapp 10% ihr Gesamtwert zu verlieren, das ist schon insane. Jetzt stehen sie knapp bei 19% nach fast 1,5 Wochen. Junge, ich hoffe, sie gewinnt es. Ich hoffe, sie gewinnt es. Wirklich.
Because yes, there is a good ending here, thankfully. And what ended up happening to the corporation, or what is currently happening, is hilarious. This is gonna be a roller coaster, so Ja, oh ja, strap das ist in. wirklich ein Alright, so Rollercoaster. here's the deal. To really understand the severity of the situation, you have to understand the ecosystem of VTubing in general. The biggest players in VTubing often are associated to a corporation. These corporations tend to be from Japan, at least the biggest ones, and they kind of work like music labels, where they literally, and I mean literally, own everything. Ja, das verstehe ich. Oh, warte mal. Warte mal. Labels, where they Ja, verstehe ich auch nicht, weil verdienen, also wenn du da unterschreibst, dann hast du halt ja keine Macht so, ne, ungefähr. Also sie haben ja alle Media haben sie managen sie mit. Du kannst nur halt so ein bisschen bei dir selbst promoten halt, aber das war's dann. Ansonsten kannst du fast gar nichts machen. Ansonsten ist es halt auch nur von PR-Management halt Statements. Und das wird man auch noch sehen hier in diesem Video. Komm einer mal darauf, dass es so ist. Wenn du wenn du nicht Japanologie studiert hast, wirst du nie drauf kommen. Das wirst du nie drauf kommen. Literally, and I mean literally, own everything. And yes, that also includes your VTuber model. Okay, this one in particular is fan. Ich muss unbedingt noch VTube Studio mal ausprobieren. Weil die soll ja ein bisschen besser sein als das, was ich gerade habe. The ugly bastard. But you get the point. They own what makes you, you. And it goes without saying, they also have access to all your social media accounts. Ja, they have genau, the das meinte ich passwords, ja they can do gerade. whatever they want, they can delete whatever they want. It's up to them completely. People will sign with them anyway, though, because they're attracted by the idea of this network, of these resources, of all the stuff that the corporation can do for them. Just like how musicians will still sign with music labels. Currently, the two biggest corporations in VTubing are Hololive and NijiSanji. Hololive is owned by its parent company, Cover, and NijiSanji is owned by its parent company, Anycolor. Now, you probably already know this by now from the title of this video and where we're heading with this, but the corporation at the center of this incident is NijiSanji's English branch, which is, of course, owned by Anycolor. But one thing you might not know is just how much Anycolor is worth. Oh, das war so schrecklich. Oh, nein. Ja, aber überleg mal hier. US-Dollar, 2,5 Billionen US-Dollar in 1822. Oh Gott. Das ist so schlimm. Ja. Und am 9. Dezember haben sie die 7. Welle, also neue Talente freigegeben oder beworben. When it was put on the Japanese stock exchange in 2022, the worth of the company was at $2.5 billion. That's American dollars. Yeah, it pays to have anime girl avatars. Ja, das stimmt. Das stimmt. Talk in front of a camera. VTubing's main source of revenue always came from Japan, but in 2020, during the pandemic's peak of loneliness, NijiSanjiEN. Ich bin ja auch 2020, also ich wollte ja eigentlich, ich folge VTubers eigentlich seit, ja, wenn man so Hatsumiko dann halt als VTuber ansieht, ne, obwohl es eigentlich Musik Volkoloid ist, so ansieht, warum ist mein Auge geschlossen? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Augen offen. Kamera, mach mal hin. Ja, seit 2020, also wenn man das jetzt so sieht, wie Hatsune Miku und ne, so sieht, dann sehe ich, dass VTuber eigentlich nicht schlimm. Es ist ein bisschen weird in Anfangszeit gewesen, ja, natürlich, aber jetzt ist es kommen und gehen eigentlich. Und man sieht ja halt, dass es dass viele jetzt machen. Ich mache das jetzt auch. Ich mache hier nicht mehr
Ich glaube, für mich ist es einfacher, dass ich so rede, anstatt mit der richtigen Kamera. Also schon mit richtiger Kamera, aber nicht mit meinem Gesicht dann halt. Wollte ich schon vorher ausprobieren, aber dann ist mir vor einigen Jahren was dazwischen gekommen, Vorfall. Äh. Deswegen, ich hätte halt schon viel früher vor, mit VTuber zu machen. Ich dachte mir, glaube ich, wäre ich einer der ersten gewesen, glaube ich. Glaube, aber man weiß es nicht. Aber durch die Pandemie, ja, bin ich auch mehr so jetzt reingerutscht, dann halt wirklich, ne? Rein dann. Und ja, das war halt das Beste, was du machen konntest halt, ne? Also entweder äh, du konntest ja fast nichts machen. Also du konntest schon was machen halt, ne? Du musst natürlich mit den Einschränkungen da halt machen, aber du konntest wirklich alles noch machen. Und ja, dann, gut, da ich ja Stubenhocker bin halt und sehr selten rausgehe, außer wenn ich zur Arbeiten muss oder dringend noch einkaufen muss. Aber ansonsten saß ich auch zu Hause, hab mir irgendwelche Hololive VTuber-Clips gesehen und ein bisschen geguckt und nebenbei gezockt dann halt und dann, ja. Und natürlich, Sprachbarrieren war da, zum Glück waren die Clippers da gewesen und die haben da alles geklebt und dann übersetzt, weiter und so fort und dann hat man das auch meistens auch verstanden, was sie gesagt haben. Und ja. HoloLive saw an opportunity. English-speaking weebs. Genau. That's when the main culprit of the hour was created, which is NijiSanji's English branch. Selen was in the second ever English branch wave, which is Obsidian. Ja, und eine der größten gewesen, ne? Muss man leider Gottes auch, dazu sagen. She's right here, as you can see. But before even joining NijiSanji, she used to be known as Dokibird. Initially, she was drawing Twitch emotes, and then started streaming. People loved her wacky personality, and she was just having fun. She then joined NijiSanji's English branch under Obsidia alongside Roseby Lovelock and Petra Gurin. She was in love with the game Apex Legends. She would play that whenever Sie ist so gut darin. she could. People quickly fell in love with her personality, and she was truly known to care about her fans way too much, often making big sacrifices to make them happy. She called them her Dragoons. But you know what? Since her first stream in July of 2021 with NijiSanji, things were going really well. Or at least, that's what people thought. Because at the end of 2023, news would come out that would turn the VTuber community upside down. Und wie das upside down gegangen ist, aber wie? Oh Gott. It all started on Christmas Day, a day you're meant to enjoy with family. Cancel Christmas, bitte. Danke. It couldn't have gone worse. The trigger for this entire catastrophe? A music video. Wie kann man über ein Musikvideo so eine Szene machen eigentlich? Das ist immer noch so wild. Selen had worked on a music video for her fans. She paid $15,000 out of her own pocket. Oh Gott. Normalerweise hat man da auch ein Management, die sagt, hier, nimm ein paar Sponsoren mit und vermarktet das halt, ne? Dass die Kosten dann halt so bedeckt ist, dass du vielleicht mit etwas Plus rausgehst halt, also nicht viel Plus, aber so ein bisschen halt, ne? Alter. Because NijiSanji wouldn't fund it. And on top of not funding it, what do? They take down the video in under 24 hours. No explanation to the public. Boah, das war auch so. Boah, nee, das war ja wirklich sehr wild. Remember what I said about corporations and how they have access to all social media of their VTubers? Yeah, that's what happened, and she couldn't do anything about it. All she could realistically do under the very tight contracts and NDAs of a corporation is make up a vague tweet, sort of explaining what's going on to her fans. In it, she says, "Hello, I apologize, but management has privated the song. Please feel free to re-upload since a lot of money and effort was done by so many Dragoons," her fans.
I'm really sad that this happened on Christmas, but I hope somehow you guys will still be able to listen to it in some way. So Oh Mann. Oh Mann, es schmerzt jedes Mal, das zu lesen. I should mention that even at this point, many fans were asking NijiSanji to treat their talent better and to stop giving Selen such a hard time, okay? Even before all the stuff you're about to see, this was already a pressing issue. Her fans could already tell that this was getting to Selen. I mean, it is heartbreaking to lose so much hard work just like that. So they were understandably worried about her mental state. But no one could have been ready for what would happen 2 days after the music video. Oh Gott, ja. Und somit beging es. Got taken down. Because out of nowhere on December 27th, she... Ja. Für Leute, die nicht wissen, ich sag mal gleich was dazu. Warum habe ich meine Augen wieder geschlossen? Ich weiß es nicht. Es ist ein Fehler. Also ist kein Fehler drin, aber es ist ein... ich habe das auch nicht gesehen, erst durch das Video hier. Und ja, ich habe das Video schon gesehen. Und ich wäre nie auf Leben darauf gekommen, dass das ein PR-Dings war. Also konnte man ahnen, dass es PR-Technik es war, wegen Dings, ne? Wie die Schreibweise halt. Aber Dude, muss man erstmal drauf kommen, dass ein PR-Mensch halt das war. She tweets on her account, I apologize for the silence. I've been in the hospital after an accident and will be staying there for a... Das Accident war leider Gottes, wie soll ich sagen, ein Attempt gewesen. Few days to be under supervision. I just got back access to my phone yesterday. That's not something you want to see your favorite VTuber ever tweet out. Now look, at the time, her Dragoons did what any good fans would, wishing her good health, of course being worried, but hoping for the best. Ja, What many couldn't see at the time, though, is that there's something in this tweet that's very weird and off-putting. The Japanese apostrophe. Wie kann man darauf kommen, ey? Ich wäre nie im Leben drauf gekommen. As you can see from this tweet here by VT Screens, there are two examples of two different tweets, both made by another VTuber in the NijiSanji English branch called Anna Alouette. In the first tweet, a normal apostrophe is used, but in... Ja, Anna hat auch ein sehr, ich will mal sagen, einfach, sie hat sich so sehr falsch ausgedrückt zu schreiben. Das ist auch wirklich sehr schwierig zu schreiben, gebe ich auch zu. Ich drücke mich auch sehr schlecht aus. Legasthenie. Und, boah. Ich glaube nicht, dass sie das so gemeint hat, wie sie geschrieben hat. Ich glaube nicht. The second, a quote-unquote Japanese apostrophe is used, signifying that the first tweet was tweeted by her and that the second tweet was tweeted by her management team. The implications of such an accusation is just beyond what any of us can process. This already in itself is a PR catastrophe, a disaster by every magnitude. But at the time, the only people who really knew what was going on were Selen, her emergency contact, we'll get into that later, NijiSanji, her parents, and her lawyer. But as far as everyone else was concerned, her fans, and even her closest friends, their only source of updates were her tweets. So 4 days after being hospitalized, she tweets, "Thank you to everyone for the support since I've been gone. I'm discharged from the hospital and my parents are helping me after my accident. Thank you to my Dragoons for all the kindness and support. I will keep trying my best in the new year. You are what keeps me going." Now, of course, people were happy she was out of the hospital, but the concern was still there. It was very vague and people didn't know what was going on. But unfortunately, as you might have concluded from watching this video so far, things only got worse. Und wie sehr das wurde. Und wie sehr das wurde. 2 weeks after Selen's hospitalization, NijiSanji's English branch tweets, "Due to unforeseen reasons, we would like to announce that Selen Tatsuki will not be able to participate in any activities at Anime Impulse Los Angeles 2024 on January 13th to 14th. We sincerely apologize for the inconvenience and disappointment caused to fans who have been looking forward to this." And then they detailed that the fans were going to get refunds. Now, all the replies here
couldn't care less about the event and are all hoping for Selen's recovery. Ja. They're very supportive and are pretty much just giving their thoughts and prayers to her. But this was the first time since she got out of the hospital that we got any form of updates on her, and it's been 2 weeks. People were starting to get worried. Genau. So another Und dann fing es da an mit, wer ist Selen? Celine oder, ach Gott, ich könnte, ja. Ich habe mich auch gefragt, wo sie ist dann halt, ne? Ich kannte sie erst nur durch die VTuber Awards dann halt von vor ein paar Wochen, oder 2 Monate besser gesagt. 2 weeks passed by, and now it's been 1 full month since she tweeted that she got out of the hospital. So Yep. at this point, patience started to run real thin, okay? Prompting her fans to rally around the hashtag #WhereIsSelen on Twitter, demanding answers just to know that she's okay, alive and breathing. This is the tweet that Ja, verstehe ich auch nicht, warum die nicht gesagt haben, ja, es ist alles in Ordnung und so damals wussten wir, oder wusste ich nicht, was genau vorgefallen ist. Ja, dass sie halt sagen können, ja, okay, weil es könnte ja alles passiert sein. Es könnte auch sein, dass sie einfach von der Treppe runtergestürzt ist und sich was gebrochen hat oder so, ne? started it. If this statement comes off as asking for too much as a fan, I apologize. But I and many other Dragoons have been worried about her well-being, and I think it's gone long enough to not hear from NijiSanji directly. The most important thing to understand here is that at this point, even if you watched VTubers she interacted with, they wouldn't mention her. NijiSanji, her corporation, who has a responsibility to represent her, wouldn't mention her either. It was absolute radio silence. And Ja. what's even worse is that her close friends didn't even know what was going on either. Das ist auch sehr schlimm. Just 1 day after the hashtag started trending, a friend of Selen, RPR, said, "It's been over a month of pure silence and is starting to get concerning. It would be nice to know where and how Selen is doing at the very least." Things were starting to heat up, but of course, in the VTuber community, nothing is really one-sided, even when it comes to something like this. Some people still manage to find wrong things with that tweet and with that hashtag, defending NijiSanji and defending Selen's privacy. This shows that NijiSanji's English branch has huge problems because when a talent of theirs says they've been hospitalized and then disappears for a month, you can't just not say anything. You can't just let the fan base fight within itself. Ja. That's gross. Ja, das kannst du auch nicht, kannst du wirklich nicht machen. Vielleicht 1, 2 Wochen sagen und dann hier, pass auf, ist es was vorgefallen, privat, gut ist, ne? Management. But there's always a but in this story. Yeah. If you think this has been mismanagement so far, buddy, now we're getting into the meat of the situation. Because just a few days after the #WhereIsSelen hashtag was created, all of Selen's videos on her YouTube channel were privated, including past VODs. Her Twitter was privated as well. Ja, ich dachte, dass es durch den Vorfall irgendwas war halt, ne? Dass das privat so schlimm wurde, dass die keinen anderen Ausweg wussten halt, ne? Erstmal, dass man sie einfach stillschweigen halt ja, dass sie gefeuert ist halt, ne? Was gleich noch im Video kommt. Also, dass das erstmal hingehalten wird und dann erst Dings kam. All simultaneously, and then a mega-sized nuclear bomb drops on it. Das war kein Nuklearbomb, das war schon die Apokalypse mit den 4 Reitern schon. Everyone's heads. The Selen Tatsuki termination notice. Ja. Ich hatte den Tag dann Spätdienst gehabt und dann bin ich aufgestanden, habe ich leider Gottes auf Twitter gesehen. Ich weiß, Twitter ist keine gute Social Media Seite wegen Nachrichten jetzt durch Elon Musk grad. Ich weiß, das ist so. Uiuiui. Ich hoffe, ich kriege irgendwie Zugang zu Blue Sky dann halt, dass ich dann da reingehe. Was da aber momentan auf Twitter los ist, nein. Oh Gott, nein. Bevor dass mein Twitter-Algorithmus gerade wirklich
nur auf die VTuber englischsprachig drauf gehen. This was so massive that the day it happened, it was everywhere on Twitter. Even if you didn't follow VTubers, you probably have. Ja, das ist so viral durchgegangen. Uiuiui. Als wenn du wirklich nicht in die Materie drin bist und du hast auf die Trends geguckt, dann, oh Gott, da musstest du irgendwie nur durch die Trends dann halt sehen. Seen something in reference to this incident. But before we get into why this is one of the most badly written termination notices I've Ja, war wirklich sehr schlecht geschrieben. Also, ever seen in my life. One thing to keep in mind. There are two ways a VTuber can leave an agency. The first one is graduation, in which they pretty much leave on amicable terms and they make it a celebration, which is why they call it a graduation. They have a graduation stream to say goodbye, and everyone lives happily ever after. Termination, on the other hand, is what happens to someone like Rioran, where the company claims that they breached the contract in one way or another, so they're being fired. So just imagine, okay, you're a fan. You've been waiting 1 month to hear back from Selen after she was hospitalized, and her company comes in and says, yeah, you know what? She's fired. Excuse me, what? Ja, Like, das verstehe ich. Das ist keine gute Agentur. what? And of course, they also got community noted. But we'll get into that later. First, their terribly written termination notice. This is a very vaguely, very badly translated termination letter. Ja. We don't really get any. Ja, das Problem ist halt, Japanisch auf Englisch dann halt zu machen, ne? Zu übersetzen, ich weiß nicht, ob das jetzt vage gehalten wurde wegen Japanisch, dann auf Englisch übersetzt oder irgendwie bei der Übersetzung was ein bisschen rübergegangen ist. Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen gerade, aber das ist wirklich sehr schlecht gewesen. Specific reason as to why she got terminated, just very vague ones. I mean, look at this. They say that Selen has repeatedly violated the activity rules. The activity rules is something that all VTubers have to comply with under NijiSanji, right? Yeah. But then when you read into what the activity rules actually were, they say they encompass a wide range of issues, such as non-compliance with rights confirmation and authorization flows. Ja, was bedeutet das? What does that even mean? Yeah. What are we talking about? A jet engine or a VTuber's termination? But many of the things they were talking about in the first page are redundant because they're spoken about in the second page in more detail. And most of this revolves around the music video, which is why they gave it an entire section on this termination notice. In it, they... Ich kann verstehen, also ich nehme mal kurz noch ein bisschen was vorweg. Sie hatte schon über ein Jahr schon Permission gehabt, also hier, dass sie das durfte halt, ne? Auch durfte auch voll alles benutzen, weiter so fort. Dass die Firma dann halt sagt, ja, wir müssten halt nochmal gucken wegen ein paar Sachen halt, ist verständlich, weil wegen Copyright und weiter so fort, ne? Da gehe ich in die Mitte, dass die Firma dann sagt, dann halt hier, wir müssen mal gucken. Aber wenn die sagt, das Original Musikvideo gemacht hat, halt, sagt, ja, du darfst hier vollkommen covern und weiter und so fort und ein eigenes Dings machen. Ja, das Problem liegt aber an dieses Video dran, ist, dass es so ein paar alte Talenten war halt, ne, wegen Zeigen weiter und so fort. Ich kann ja verstehen, warum die ein bisschen gezögert haben halt. They say that she posted the music video without getting proper authorization from her management team because all relevant parties had to be okay with it. Of course, she was under the impression that she could post it because not only did she pay for the entire thing out of pocket, $15,000, but according to the community notes, Lily Pichu, the person behind the original song, had given... Genau. Voll Authorization, also ja. Full authorization to NijiSanji to use the song.
But no, you know what? Let's take it down and not even tell the fans why it got taken down, right? So her tweet saying management took down the video, you are free to re-upload it, also went against NijiSanji's rules. Because, hey, communication, we don't do that here, buddy. Nee, Nope. ja, wie auf der Arbeit gestern. Kommunikation. Wir haben irgendwie seit 3, 4 Monaten was anderes und dann hatte ich ja gerade gestern Abend das erste Mal das Problem gehabt und ja, dann musst du es so oder so handeln. Ich so, ja, danke für den Update. Ich habe auch gesagt hier, was ist Kommunikation? Das ist so, hm, hm. Oh Mann. Es war wie ein Kleinigkeiten und ich so, oh, wäre aber nett, wenn man das vorher sagen könnte oder so, ne? Also das kotzt mich schon auf der Arbeit an. Also diese Kommunikation da. Dass man halt nicht alles weitersagt und weiter so fort, ist mir auch klar, weil ein paar sind halt wirklich privat dann halt, also betriebliche Dinge halt, ne? Aber sowas wie, ja, wir haben jetzt XY anstatt die wir haben andere Ware jetzt, die sind jetzt unter andere Nummer weiter und so fort. Da wird nichts gesagt. Und, wir haben ja auch sehr viele Aushilfen dann halt, ne? Und Dude, die wissen ja auch nicht alles, ne? Die sind ja nur 3, 4 Stunden da und das war's dann. Still, though, they had Oh Gott, ich bin mal gespannt, wie es heute wird. Oh, das, the gall to claim that these actions led to various misunderstandings that damaged the reputation of both AnyColor and NijiSanjiEN. Buddy, listen, let me tell you Ja, something. She's not the one damaging the reputation right now. You are. Because genau, we are ja. getting to the darkest section of the termination notice. In an effort to calm the situation, we sought to either publicly disclose the reasons for making the music video private or have Selen Tatsuki disclose them herself. While being mindful of Selen Tatsuki's physical and mental health, management did their best to communicate not only with Selen Tatsuki herself, but also her emergency contact. However, despite frequent communication with Selen Tatsuki's emergency contact while remaining considerate of her situation, we were unable to come to an agreement on how to proceed. The decision was made to temporarily remove her access to accounts on various social media platforms and video distribution services under the name Selen Tatsuki. Dude, this is so much worse Ja. now that we know what happened. This is so badly written. So you have to ask yourself, Ja, das ist wirklich sehr schlecht geschrieben. Das ist wirklich sehr schlecht geschrieben. why they're even talking to her emergency contact. And you also have to understand, what does while remaining considerate of her situation even mean? Ja, das habe ich In auch any nicht case, verstanden. Ich you couldn't stay verstehe es bis heute noch nicht, was das damit gemeint ist. Gott. curious about this because then there's another bombshell in the last paragraph of the notice. Despite our efforts, Selen Tatsuki demanded that AnyColor should be held legally responsible. It means she's suing them. She claimed that she was no longer able to engage in her activities as a liver due to the Ich verstehe nicht, warum sie jetzt Schuld hat an einen. decisions made by AnyColor, was being harassed by other affiliated livers due to mismanagement, etc. By the way, as if it's like a little thing that you should ignore, Ja. while refusing to acknowledge her responsibility. Harassment sollte man niemals unter die Schublade bringen. Oder so das nebenbei. Das ist schon sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen. For violating the activity rules. Moreover, Selen Tatsuki insisted that if the negotiations did not progress, she would proceed to release a statement regarding her claims to the public. This little sentence sparked a war on Twitter. Das war kein Krieg, das war schon. Wir brennen die Hütte ab, so ungefähr. Oh, das war so schlimm. Also verständlicherweise, dass die Fans dann richtig sauer wurden halt, ne, dabei, ne? Ich kann das verstehen. Boah, aber das war ja schon. Wuh. Okay, the fact that she was being bullied internally? Who the hell thought that this letter was gonna make NijiSanji look better in this situation? Because you know what the cherry on top is? Even Selen had no idea. Aber musst du nicht vorher zu den Talenten das sagen? Du musst das vorher sagen und nicht durch den Tweet erfahren.
Holy shit, Alter. She saw the termination notice as everyone else was seeing it too. So she got back on her DokiBird account, and what she said is probably the worst thing to come out of this entire controversy. The attempt she made on her life. Das war so schlimm, Alter. Das zu lesen, das war so schlimm. Ich meine, ich habe auch schon 3 Attempts hinter mir, ne? Aber zum Glück ist das nicht. Es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. I will not be silenced anymore. On December, I was hospitalized for an attempt that was caused by a buildup of bullying from within and being in a toxic and poor environment for numerous months that led to my breaking point. I requested to leave first, but on more neutral terms on the 26th of January. So yeah, this bullying that NijiSanji mentioned so lightly actually caused her to almost lose her life. But no, guys, we gotta terminate her. She's too much of a stain on our reputation. DokiBird ist wirklich ein Terminator. Jetzt, also nachdem sie das getroppt hat, richtig, ne? Oh boy. Oh boy. This is what I mean when I say this needs to be taught at universities. This could not have been handled in a worse way. You have one of your top talents almost end their own lives over a toxic environment at your company. And your concern is your reputation? Like, I'm sorry, that is ridiculous. Ja, ich verstehe das This auch is nicht. what ruined your reputation, buddy. This right here, the fact that so many people saw this tweet and understood what a terrible company you are. I mean, seriously. So far we understood that she was bullied internally, almost lost her life because of this, and still wanted to actually go through a friendly graduation, saying goodbye to her fans. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum man das nicht gewährt hat. Also gewähren lassen. Die wollte nicht so viel Drama darüber machen. Und das wurde noch mehr. Es wurde noch mehr Drama. Not any more drama. But now that we know all this information, we have to take a step back on something very important. So here's the thing. NijiSanji self-reported themselves in the notice by admitting something they probably shouldn't have. As this Reddit post points out, Niji stated they stripped Selen's access from all accounts on December 26th, so these 2 tweets were written by... Richtig. Und aber am 27. machen die halt PR. Also das Management dann gleich, ne? ...by staff impersonating her, going back to the whole point of the Japanese apostrophe. So you're telling me that someone on your team tries to end their lives, and the day after they do, when they're in the hospital, you tweet on their behalf. And then you also have the gall to announce that they got out of the hospital, they're with family, speaking directly to their fans, looking forward to the new year. And you... Oh Gott, das ist keine gute Idee gewesen. Das war wirklich keine gute Idee gewesen. You actually think this is a good idea? This is NijiSanji doing a very great job of personifying exactly why people hate corporations to begin with, because they just see you as a number, and this is a perfect example of that. Furthering this point of not giving a single shit about anyone in the company, they threw all their talent, all their VTubers under the bus when they said that there was bullying and harassment and didn't give any names, because after it got out that Selen almost... Ich muss kurz lachen darüber, weil nachdem das rausgekommen ist und alles, ne, da gab es jetzt so dieses, ich will mal sagen, Witch Hunting, also die Hexenjagd, und die haben allesamt fast, also die alle Talenten haben fast 200.000, also zusammengerechnet, knapp 200.000 Abonnenten verloren, um rauszufinden, wer sie gemobbt hat. Uiuiui. Und nebenbei hat sie dann, ich glaube, sie hatte zum Glück hatte sie ja noch ihr eigenen Account noch gehabt, ne? Aber die ist in den letzten 1,5 Wochen, weiß ich, wie viel hatte sie gehabt? Ich glaube 40.000 auf YouTube, 40.000 Abonnenten. Die ist jetzt bei 550.000 plus gerade. Und boah. Auch hier auf Twitch ist sie auch manchmal. Sie macht jetzt, hauptsächlich macht sie auf YouTube was.
Und auf Twitch macht sie, glaube ich, nur dieses Twitch-Rival-Dinger. Also, ne? Und der hatte auch hier 20.000. Jetzt hat sie, glaube ich, fast 70.000 Followers. Das ist insane eigentlich. Almost died because of this. People started speculating in the worst possible way about who was bullying her. They started Genau. unsubbing from all other NijiSanji English branch VTubers. As you can see from this tweet here, I need names. Now, whoever was allegedly harassing her from the livers needs to be known because if I support them, I do not want to any further. And many of them took a quote-unquote social media break also with the Japanese apostrophe in those tweets announcing the break because things were getting out of hand. However, at this Das ist so aus der Hand rausgerissen von, also, wie heißt ich, Wörter finden. Das ist so außer Kontrolle geraten gerade. Eieiei. point, one thing was certain. NijiSanji fucked up big time. So now is when shit starts to go down. In very ironic NijiSanji mismanagement fashion, they forgot to unmod Selen's mods on Mod-Revolte, das ist nie eine gute Idee. Mod-Revolte ist niemals eine gute Idee gegen eine Firma. Das ist echt keine gute Idee. Das ist wirklich keine gute Idee. on her YouTube channel. So to raise awareness about the situation, they created a live stream that was never meant to go live and just spammed the chat with links to DokiBird's channel, Proper silent. Props. saying NijiSanji fucked up. They did not remove my mod. Please subscribe to DokiBird on that stream chat on YouTube. The hashtag sink the yacht started trending as well. This meant that people wanted to sink the yacht of the billionaire CEO. Ich will den auch sehen. Ich will den auch sinken sehen. Ganz ehrlich. Ich will den sinken sehen. Of NijiSanji. After NijiSanji had caught wind of the rogue mods, they went and did the same thing in her Twitch channel. Die hat Level 23 Hype-Train oder 26? Das ist insane. Das ist wirklich sehr... But wait a second, now that I'm looking at this picture, I just realized, why did this person resub for 28 months? Are they not aware Selen got terminated? Can someone tell them, please? As you can see, everyone is spamming sink the yacht. Someone also added NijiSanji to the list of Japanese black Black Company in Japan bedeutet, dass man die Leute ausnutzt, einfach. companies, aka a black corporation or black business, is a Japanese term for an exploitative sweatshop type employment system. As this was all going on, many people were coming out and saying, wenn sogar Kleppers Revolte macht gegen eine Firma. Oh Gott. that they were not going to work with NijiSanji anymore due to this. So here we can see a Clipper channel saying this. Here we can see a merch company Oh Gott. Aber es ist verständlich, dass sie alle gegen ist, ne? Weil sowas geht gar nicht. Also sowas geht wirklich nicht. doing this. They've worked with NijiSanji for years. Also ich meine jetzt, was NijiSanji gemacht hat. And also Height, who makes PCs and had a huge collab planned with NijiSanji, straight up canceled Oh, das ist so wild. it. Now look, you're not going to believe me when I say this. And you know what? You're right. But trust me on this. Even after all this, okay, NijiSanji still managed to make it even worse. Yes, I know, but it's the truth. They released it. Dieses Schreiben da. Das ist so ein Witz einfach nur. This on their investor relations page. Impact of the decision to terminate the affiliation contract with the NijiSanji English Liver on our financial results. This was 2 days after the termination, mind you. On February 5th, 2024, AnyColor made the decision to terminate our affiliation contract with the NijiSanji English Liver, Selen Tatsuki. The impact of this decision on our financial results will be negligible. Bro, you had someone almost kill themselves. Leave. You didn't even tell them that they're leaving. You terminated them, even though they wanted to leave on friendly terms. And this is what you have to say with Verstehe ich auch nicht. Von friedlich auseinandergehen und dann kommt sowas raus. everyone protesting. That is insane to me. And they had never released a statement like this before on a termination, ever. Yeah. Even Goldman Sachs had something to say about this, assuming minor earnings impact from VTuber contract termination.
Anycolor's share price has fallen for consecutive days after it announced on February 5th that it had terminated the contract of NijiSanjiEN English streamer Selen Tatsuki. We see minimal impact on company-wide earnings from terminating the contract of one VTuber. And they argued that because the NijiSanjiEN English segment accounted for only 19% of company-wide sales, they wouldn't be affected that much. Imagine taking financial advice from Goldman Sachs. Because they kind of were. Not just a little bit. Nein. Quite a lot. Quite a lot. 10% damals, letzte Woche, ne? 10%. Die haben 125 Millionen Dollar verloren. Durch sowas. Jetzt sind die knapp bei 19%. Because as you can see from this chart here, this wasn't a minimal loss of market value. Their share price tumbled 10% throughout the course of this whole controversy. This is the graduation announcement. It tumbled. Then they thought, okay, we saw the worst of it. We're cool. And then ironically, on the 7th, they put out the document saying, hey, this financial impact's going to be negligible, guys. Don't worry. And then, boom! Minus 10%, wiping $152 million off their market cap. Boah. Now, yes, as I mentioned earlier. Ja, ich weiß, das Thema ist nicht lustig, aber das jetzt zu sehen halt, ne, ist ziemlich lustig. The company's worth over $2 billion, but losing 10% of your stock price will never, ever look good for any investor. Sieht wirklich nicht gut aus für, wenn jetzt jemand mit einsteigen möchte. Das sieht wirklich nicht gut aus. Terminating Selen Tatsuki won't negatively impact finance. Minus 10%. That's crazy. But while this is looking very rough for NijiSanji right now, the good news is that it's not the case for Dokibird. It's a happy ending for her, thankfully. She got a... Ja, ich hoffe, das wird noch ein Happy End geben. Ich hoffe es für sie. Manager, and she cried when they told her that from now on she can actually get sponsors to fund her projects instead of paying everything out of pocket. Yeah. You see, it turns out that she spent over $200,000 just last year funding her own projects that NijiSanji would not fund themselves. Ich verstehe es immer noch. Ich verstehe das immer noch nicht. Normalerweise muss die Firma mit sagen, hier komm, wir geben ein bisschen Geld dazu. Wir haben noch Sponsoren dazu, dass die Kosten halt abgedeckt sind halt. According to her accountant, her mother, she made $0 last year. That's how crazy it was. Her return stream that was done a few days after she came back on her... Das war so insane. Ich habe noch nie gesehen, dass man so knapp über 120.000 Leute hat. Und das, wie lange ging ihr Stream? Ich glaube 2,5 Stunden. Die hat konstant so 120.000 Views gehabt. Auf YouTube. Das ist insane. Das ist wirklich sehr viel. Dokibird account had over 120,000 concurrent viewers for like 2 hours straight. Yeah, it didn't drop at all. And if you're not familiar with streaming, that's extremely impressive. Like esports events might get that kind of view count. Yeah. And when she ended her stream, das war nach einem Tag schon, ne? Oder nach ein paar Stunden schon über 1 Million Views. Ey. Total viewers that tuned in were around 1.1 million. And NijiSanji could have never predicted any of this because they're so stupid. They could have been by her side celebrating her success if they just supported her and didn't abandon her the way they did. But hey, she's free now and she's taking it all very well. This right here is a quote from one of her most recent streams. She said, so apparently the new Suicide Squad, oh, very poor choice of name considering recent events. Anyway, so she's taking it really well, which is great. She also did a vote to see what she should call her viewers now that she's Dokibird again, and they all voted Dragoons. And she said, well, screw it. It's not like it's copyrighted anyway. So the Dragoons live on. Meanwhile, this just came out very recently. NijiSanji is still struggling to keep this crisis under control. Ja. There was Ich sag mal so, 2 Wochen, ne? Und wir haben das immer noch nicht geschafft, das irgendwie so ein bisschen runterzuschrauben halt, ne? Dass es wieder beruhigt ist.
A huge Mario Kart 8 event planned with many of their VTubers, and they postponed it because in their words they want to dedicate our full attention. Ja, sie müssen halt sie haben das schon hier richtig entschieden, das abzusagen halt, also jetzt aus Firmensicht, weil das wäre eine Katastrophe geendet. Das wäre wirklich eine Katastrophe geendet. To prioritizing and ensuring the quality of our livers' well-being. How ironic is that, dude? Where were you when Sella needed your support? Very good question. This just seems like crazy damage control, and I doubt anything in management will change. I hope it does, but for the most part, it's just another corporation. Because just one day after she got terminated, Das war so dumm. Das war so dumm. they posted merch announcements. Du kannst nicht nach so einem Shitstorm sagen, ja, wir droppen Merch raus. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht bringen. Alter Schwede. I don't think anything's gonna change. Wait, I feel like my dog communicates and understands better than this company. Oh my god. Look, if you're a viewer or a VTuber, there are two things you should take away from all this controversy. The first one being never, ever, under any circumstances, trust a corporation. Ja, wirklich nicht. Ich meine, sie bringen dir wirklich schnell Views und du kommst, hast auch Dings, ne? Kriegst auch schnell das Geld dann halt, ne? Wenn das Split richtig gut sind, nicht so die 2%, was sie kriegen, du hast 2 oder 1%, was die Talente kriegen. Du hast Merchandise Sales und die machen hier mit 98, 99% ihre eigene Tasche voll. Das geht gar nicht. And the second lesson, which I think is way more important than the first one, is that no matter how bad things are looking for you right now, there's never any circumstance. Ach, und nebenbei die ganzen Play-Button von YouTube haben sie auch eingesagt, ne? Nur nebenbei. In which you should attempt to take your own life. Less than 2 months ago, Doki almost took her own life because of how bad things were. And now, less than 2 months later, she is the happiest she could have ever been, never able to guess that she'd be here right now. Ja, leider Gottes fängt das wieder alles von vorne an. Leider Gottes. So if you also feel like you're at the darkest point of your life, just tell yourself this. Hold on a while longer. In a month from now, you could be the happiest person ever. Hey, you got this. Don't give up. Let's go. Thank you so much for watching. This is the longest video I've ever made. I'm curious to see how it does. I also revealed my VTuber recently during this whole drop. Ja, okay. Wird jetzt nicht weiterkommen.